Mit Rollen? Ja, mit Rollen. Seit neuestem. Herzlich willkommen bei Feuerwehr-Willi, das bin ich. Ich bin noch in Braunschweig bei der Berufsfeuerwehr und wir haben uns gerade das Fahrzeug, dieses HLF10 angeguckt. Das Video kann ich euch oben nochmal in die Beschreibung reinpacken. Und da habe ich was gesehen, was ich noch nicht kannte, und das wollte ich mir mit euch jetzt genau angucken. Und zwar geht es hier um diese Schleifkorbtrage. Seid gespannt, wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam mit dem Stefan an. Los geht's. Stefan kennt er ja noch, ne? Genau. Erzähl mal, wer bist du ganz kurz? Also ich bin Stefan Füllgrabe, bin bei der Berufsfeuerwehr Braunschweig angestellt als Mitarbeiter der Gerätewerkstatt, bin aber auch in der Ortsfeuerwehr Innenstadt tätig, wo dieses Auto auch steht. So, und jetzt möchten wir euch ja die Schleifkorbtrage vorstellen. Okay, dann nehmen wir die mal gemeinsam raus, ne? Denkt nur an eure Sicherheit, Handschuhe an. Ich bin gespannt. Also wir haben jetzt hier die Trage von SmartDM quasi. Und das Besondere ist ja, dass man diese Räder anbauen kann, ne? Wollen wir das mal ganz kurz machen? Komm mal. Ja, los, jeder eine Seite. Das bedarf jetzt keiner großen Erklärung eigentlich. Wenn man zu Hause die Hose nicht mit der Kneifzange zumacht, sollte man es eigentlich rucki-zucki angebaut haben. Ist halt eigentlich selbsterklärend. Und jetzt? Jetzt kann man damit rumschippern, oder was? Das ist ja cool, ne? Ja. Das ist geil. Also ich habe ihn mal gewarnt, er soll ein bisschen netter zu mir sein. Jetzt hat er den Salat. Nehmen wir mal hoch. Oh, das geht ja gut. Schön. Ja, das ist natürlich mal eine Erleichterung. Ja, ich finde das jedenfalls mega interessant, also auch mit den Rollen, dass man natürlich auch die Gewichtsersparnis hat. Das ist natürlich vorteilhaft, gerade wenn man längere Strecken transportieren muss. Aber ich wäre nicht Feuerwehr-Willi, wenn ich euch nicht noch andere Varianten dieser Schleifkorbtrage zeigen könnte. Ich hole mal kurz eine hier in die Mitte dazu. Nehme ich eine zweiteilige Trage und nochmal eine besondere Schleifkorbtrage mit zusätzlichen Schutz an der Bodenplatte quasi gegen Durchscheuern, sozusagen Schleifkufen quasi, die da drunter sind. Im Grunde genommen sind alle drei Schleifkorbtragen gleich. Das heißt, man kann bei jeder Schleifkorbtrage von SmartDM diese Fahrgestell vorne anschrauben, dass man dann wahlweise die Räder anbauen kann und noch was anderes, was ich euch gleich zeigen werde. Aber fangen wir erst mal an. Wir bauen mal die Räder mal ab von dieser Trage. Einmal hier. Jupp. Und hier wieder ran. Und fertig. Ich fand es relativ einfach. Das ist ja das Schöne, dass sie so untereinander kompatibel sind. Und jetzt können wir zum Beispiel, wenn wir hier wollen, für Gleisarbeiten ein Gleisrad anbauen. Und fertig. Also ich finde das super. So ein bisschen Baukastensystem. Und perfekt. Von SmartDM gibt es jetzt natürlich auch noch Sachen, die einem das Leben erleichtern, nämlich Anbauteile. Und zwar wie hier zum Beispiel so eine Art, ich nenne es jetzt mal Schubkarrengriffe quasi, um hier ein bisschen besser mehr Hebel zu haben beim Transport. Und die kann man hier vorne ganz einfach anbauen. Ich mache es mal ein bisschen einfacher. Zack und perfekt. Das heißt quasi jetzt hier noch eine Klinke ran und ich kann den ganzen Einsatz alleine abarbeiten. Klasse. Ich weiß nicht, diese Ösen wahrscheinlich kann man auch noch mal irgendwie vielleicht einen Gurt anhängen, auch noch mal über längere Strecken. Kann ich mir gut vorstellen. Oder die Lampe einklipsen oder das Funkgerät. Ich finde das gar nicht schlecht. Ja, und das Thema Menschenrettung auch aus Höhen oder Tiefen quasi, in der Drehleiter oder aus Grube, wie gesagt, kann man dieses Abseilgehänge auch für nutzen. Und zack, einmal hochheben. Also weiß, wie wenig Kraft der Feuerwehr-Willi hat, der weiß jetzt auch, wie leicht die Tragen sind. Super, also raffiniert. Achtet darauf, wenn ihr die befestigt, dass ihr paarweise immer die Farben gleich habt. Entweder vorne beide rot oder vorne beide gelb und dementsprechend hinten. Und ist auch anders befestigt, wie ihr es vielleicht von den anderen klassischen Schleifkorbtragen kennt. Nicht, dass man irgendwelche massiven Ösen einhaken muss, sondern hat hier so ein raffiniertes Patent. Zu Land, zu Luft, jetzt fehlt nur noch zu Wasser, kann man diese Tragen auch benutzen. Und zwar mit einem Schwimmkragen. Zack, ausgeklappt. Einmal hier rum. Also man kann diesen Schwimmkragen hier aufpusten, entweder mit der Druckluftanlage vom Fahrzeug oder halt mit einer eigen mitgebracht, wenn man irgendwo im Gelände das Gerät aufpusten muss, kann man auch eine ganz normale Standardpumpe benutzen. So, dann pumpen wir mal auf.
So, hier ist ein eingebautes Rückschlagventil, das heißt, die Druckluftzufuhr kann ganz normal abgemacht werden. Die Luft bleibt drin, aber man kann sicherheitshalber oder sollte vielleicht diesen Stutzen hier noch reindrehen. Zack. Und hat das jetzt wunderbar, dass man das an der Schleifkorbtrabe befestigen kann. Ne, und das macht schon was her. So, wer diese Tragen dann aber lieben gelernt hat, der will sie natürlich auch schützen. Und dafür gibt es ganz normale Schutztaschen. Einmal wasserdicht, einmal ganz normal Standard. Das Schöne ist, es schützt natürlich den Schlauchtragekorb. Und wenn man es ausgeklappt hat, also hat man sogar gleich eine kleine Bereitstellfläche, wo man sozusagen die Sachen sauber gerade im Gelände ablegen kann. Hat viele Vorteile. Klasse. Die zweiteilige Trage ist natürlich zweiteilig. Das heißt, man kann die Teile auseinandernehmen. Ich muss hier die Entriegelung drücken. Eins. Das gleiche hier auf der. Und einmal hier. Und jetzt kann ich die auseinanderziehen. Ich glaube, kompakter geht's nicht. Und jetzt noch rein in den Rucksack und weg damit. Zack. Ganz ehrlich, ich habe mir das vorher nicht angeguckt. Das ist eigentlich echt selbsterklärend. Ich denke, das ist auch wichtig. Einfach zack, zack und auf in den Süden. Klassisch denkt man natürlich immer an Personenrettung. Jetzt bin ich natürlich wieder Feuerwehrwilli und denke daran, wieso nutzt ihr die nicht auch, um zum Waldbrand ins Gebiet reinzukommen? Mit der Rolle wie eine Schubkarre, Schläuche rauf, D-Verteiler drauf, ganze Material, was ihr für Waldbrand, Patschen, alles rauf. Oder im Wasser. Man kann es ja als Transportmulde ja theoretisch ja auch benutzen. Ne? Also ein bisschen weiterdenken. Ich finde, diese Schleifkorbtragen haben viele in den Fahrzeugen. Aber ich glaube, das Nutzungsspektrum ist viel größer, als man meistens denkt oder überhaupt dran denkt. Wenn ihr Fragen habt zu den Schleifkorbtragen, kommentiert unter dem Video. Ich werde versuchen, alles so gut es geht zu beantworten. Ich werde das jetzt wieder alles wegpacken. Und ja, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Euer Feuerwehrwilli. Tschüss. Zack, ausgeklappt und fertig. Also, wir schmeißen das hier einmal rum.